Objektnummer SCP-024-DE, Klassifizierung sicher. Sicherheitsmaßnahmen. SCP-024-DE ist in einer mit mindestens 50 cm dicken Bleiplatten abgeschirmten Isolierzelle mit einem Schleusentor zu verstauen, dessen Türen ebenfalls aus mindestens 90 cm dickem Blei bestehen. Auf den Außenwänden der Zelle sind Strahlungswarnsensoren anzubringen. SCP-024-DE1 muss zu jeder Zeit von mindestens 70 cm Blei oder 2,5 Metern Beton in jede Richtung abgeschirmt werden. Es darf außerdem nur bei Tests aus SCP-024-DE-A herausgefahren werden und nur dann, wenn sich sämtliches Personal, das nicht der Klasse D angehört, hinter einer geeigneten Abschirmung befindet. Die Bleiverstärkung seiner Isolierzelle muss unter allen Umständen erweitert werden, wenn die bestehende Abschirmung nicht mehr ausreicht. Beschreibung: SCP-024-DE setzt sich aus SCP-024-DE1, SCP-024-DE2 und SCP-024-DE-A zusammen. SCP-024-DE1 ist ein kleiner Stein mit rötlicher Färbung und einem mittleren Durchmesser von 15 mm. SCP-024-DE ist auf einem Teleskoparm aus Stahl befestigt, welcher sich in einem modifizierten und ungewöhnlich großen Arbeitsbehälter für radioaktive Materialien befindet. Dieser wird im Folgenden als SCP-024-DE-A bezeichnet. SCP-024-DE-A besitzt einen gelben Farbüberzug und hat einen Durchmesser von 120 cm. Es besteht mit Ausnahme einer kleinen Aluminiumkurbel auf seiner Rückseite vollständig aus Blei und besitzt eine minimale Wanddicke von 55 cm. SCP-024-DE1 kann mit dem Teleskoparm aus SCP-024-DE-A herausgefahren werden, wenn seine Kurbel im Uhrzeigersinn gedreht wird. Dreht man in die andere Richtung, wird es wieder eingefahren. SCP-024-DE1 chemische Zusammensetzung konnte bis jetzt nicht abschließend bestimmt werden. Eine Probenentnahme hat sich bis jetzt als unmöglich erwiesen, da das Objekt allen thermischen und kinetischen Einflüssen standgehalten hat, die auf es eingewirkt haben. Zusätzlich emittiert es kontinuierlich eine einzigartige Form der Gammastrahlung, die als SCP-024-DE2 bezeichnet wird. SCP-024-DE2 unterscheidet sich in einigen Aspekten stark von normaler Gammastrahlung. Während es sich wie gewohnt von Materialien wie Blei oder Beton abschirmen lässt, durchdringt es die meisten anderen Materialien ohne an Intensität zu verlieren und besitzt zudem eine andere Wirkung auf Lebewesen. Subjekte, die SCP-024-DE2 ausgesetzt sind, werden in einen Zustand der Depression versetzt, der an Intensität zunimmt, je länger SCP-024-DE2 auf das Subjekt einwirkt. Eine Erholung von diesem Zustand ist möglich, solange das Subjekt SCP-024-DE2 nicht länger als 10 Tage ausgesetzt ist. Diese Zeit akkumuliert sich unabhängig davon, wie lang die Zeiträume zwischen den Bestrahlungen sind. Verlaufslog von SCP-024-DE2-Effekt. Festperson: D3549, männlicher Kaukasier, 178 cm groß, 75 kg schwer. Vorwort: D3549 wurde zusammen mit einer Matratze und einer Decke in SCP-024-DE Isolierzelle gebracht und dort mit einer in der Wand eingelassenen Kette am rechten Fuß gefesselt, damit er SCP-024-DE Wirkungsbereich nicht verlassen und dem Objekt keinen Schaden zufügen konnte. Um die Auswirkungen von SCP-024-DE2 in voller Gänze studieren zu können, wird mit D3549 nur so wenig wie möglich interagiert. SCP-024-DE wird mit Hilfe eines ferngesteuerten Greifarms bedient. 0 Stunden 0 Minuten und 0 Sekunden, D3549 versucht sich unter wütendem Schreien von seiner Fessel zu befreien. 0 Stunden 0 Minuten und 9 Sekunden, D3549 stellt seine Befreiungsversuche und Schreie plötzlich ein und setzt sich langsam auf die Matratze. Seine Mimik und Körpersprache lässt auf einen Zustand von Trauer schließen. 2 Stunden 56 Minuten und 34 Sekunden, D3549 legt sich mit lethargischen Bewegungen auf den Boden. Er hat seit der letzten Niederschrift kein Wort gesprochen. 8 Stunden 47 Minuten und 57 Sekunden, eine ferngesteuerte Drohne bringt D3549 eine Mahlzeit in die Zelle, die dieser langsam im Liegen verzehrt. 12 Stunden 23 Minuten und 12 Sekunden, eine ferngesteuerte Drohne bringt eine Chemietoilette in den Raum. D3549 scheint dieses Ereignis zu registrieren, reagiert aber nicht weiter darauf. 10 Stunden 0 Minuten und 31 Sekunden, D3549 bewegt sich mit sichtlicher mentaler Anstrengung zu der Chemietoilette und verwendet sie für den vorgesehenen Zweck. Anschließend geht er zurück zur Matratze, deckt sich zu und schläft ein.
16 Stunden 12 Minuten und 25 Sekunden, die Mimik von D3549 lässt auf einen Albtraum schließen. 21 Stunden 43 Minuten und 19 Sekunden, D3549 wacht auf, bewegt sich aber nicht weiter. 24 Stunden 1 Minute und 0 Sekunden, eine ferngesteuerte Drohne bringt D3549 eine Mahlzeit in die Zelle, die dieser nach 5 Minuten Anstarren langsam im Liegen verzehrt. 27 Stunden 39 Minuten und 40 Sekunden, D3549 beginnt plötzlich zu schluchzen und schließlich zu weinen. Dabei flüstert er immer wieder das Wort „Warum?". 32 Stunden 23 Minuten und 59 Sekunden, D3549 stellt das Weinen ein und legt sich wieder auf seine Matratze. Bis daraufhin eine ferngesteuerte Drohne eine Mahlzeit in die Zelle bringt, schreit D3549 sie lautstark an, dass sie die Zelle verlassen möge. Die Mahlzeit wird ignoriert. 34 Stunden 54 Minuten und 24 Sekunden, D3549 schläft ein. 35 Stunden 46 Minuten und 21 Sekunden, die Mimik von D3549 lässt auf einen Albtraum schließen. 43 Stunden 4 Minuten und 4 Sekunden, D3549 wacht auf, beginnt zu schluchzen und versucht sich unter Tränen mit seiner Kette zu erwürgen. Allerdings wird dieses Unterfangen durch seine Schutzreflexe gestört. Anschließend versucht er sich mittels der Decke zu ersticken, was ebenfalls durch seine Schutzreflexe nicht erfolgreich verläuft. Danach fährt er damit fort, seinen Kopf gegen die Wand zu schlagen, bis ein deutliches Knacken zu hören ist. D3549 bricht daraufhin tot zusammen. Abschließende Bemerkungen: D3549 verstarb durch das Zerbrechen seiner Schädeldecke. Bei der Autopsie wurde außerdem festgestellt, dass D3549 nach seiner ersten Defekation alle darauf folgenden Verdauungsprodukte in seine Beinkleider entlassen hatte. Entdeckung: Die Foundation wurde auf SCP-024-DE aufmerksam, als Rechercheteam 25 erfolgreich einen Großteil einer Projektdokumentation der Abteilung 25 aus den vernichteten Unterlagen des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR wiederherstellen konnte. Abteilung 25 hatte SCP-024-DE unter dem Namen Zersetzungswaffe Typ TB50 geführt und für die psychologische Zermürbung von Gegnern der SED entwickelt. Wiederhergestellte Dokumentation von Abteilung 25 zu SCP-024-DE. Projektbericht zu Zersetzungswaffe Typ TB50. Offizier Marder genehmigte nach der Fertigstellung des Prototyps am 12. März 1964 den Testeinsatz gegen einen pro-imperialistischen Aktivisten, der verlässlichen Quellen zufolge zusammen mit anderen versucht hatte, das sozialistische System der DDR durch die Organisation öffentlicher Demonstrationen zu untergraben. Dieser Test wurde am 18. April 1964 ausgeführt und sah den Einsatz der TB50 gegen vor. Die Waffe wurde immer dann eingesetzt, wenn sich in seiner Wohnung aufhielt. Wurde der TB50 für 2 Wochen ausgesetzt und beging anschließend Selbstmord. Seine Komplizen stellten später alle Unterminierungsversuche gegen das bestehende System ein, als sie von Tod erfuhren. Fazit: Die Zersetzungswaffe Typ TB50 erlaubt eine vollständige Zersetzung von Gruppen, deren Ziel die Schädigung der sozialistischen Bevölkerung darstellt. Weitere Einsatzorte werden derzeit festgelegt. Musterung von Zersetzungswaffe Typ TB50. Es hat sich ergeben, dass Zersetzungswaffe Typ TB50 inzwischen als Werkzeug zur Zersetzung feindlicher Gruppierungen ineffektiv geworden ist, da sie aufgrund ihrer Größe nur in Lastwagen transportiert werden kann und diese vor allem in Wohngebieten schwerlich übersehen werden können, gelingt es den angezielten Gruppen immer öfter rechtzeitig das Quartier zu wechseln, bevor die TB50 ihre volle Wirkung entfaltet. Nicht zu vergessen sind auch die Kollateralschäden an unschuldigen Bürgern, die diese Apparatur bei seinem Einsatz erzeugt. Diese werden mittlerweile von seinem Nutzen nicht mehr aufgewogen. Daher wird die Zersetzungswaffe Typ TB50 hiermit ausgemustert. Da die Reproduktion des Prototypen fehlgeschlagen ist, wird dieses Projekt beendet. Lagerung der Zersetzungswaffe Typ TB50. Es wird zunehmend schwieriger, das strahlende Material der TB50 abzuschirmen, seine Strahlenintensität steigt kontinuierlich an. SCP-024-DE wurde am 2. August 1978 in einem Bunker in der Nähe von verfrachtet, wo es 2009 von der Foundation geborgen werden konnte. Da seine Eigenschaften bekannt waren, konnte SCP-024-DE ohne Zwischenfall per ferngesteuerten Drohnen in seine momentane Eindämmung transportiert werden. Nachtrag 024-DE 1. 2000
begannen die Strahlungswarnsensoren von SCP-024-DE Isolierzelle plötzlich Alarm zu schlagen. Es wurde festgestellt, dass geringe Mengen an SCP-024-DE2 aus der Kammer austraten, woraufhin ihre Decke, Fußboden und Wände durch 25 cm Blei verstärkt wurden. Die Sicherheitsmaßnahmen wurden entsprechend angepasst. Unsere Messungen haben ergeben, dass die Strahlenintensität von SCP-024-DE1 jährlich um den Faktor 1,08 zunimmt. Ich möchte darauf hinweisen, dass es sich hierbei um ein exponentielles Wachstum handelt, soll heißen, die Strahlenintensität steigt langsam immer schneller und schneller. Wenn wir die Abschirmung nicht ständig erweitern, wird SCP-024-DE2 irgendwann die Eindämmung durchbrechen. Dieses Ereignis liegt nicht irgendwo in der fernen Zukunft, sondern geschieht beim Beibehalt der momentanen Bedingungen in nur 22 Jahren. Dann breitet sich SCP-024-DE2 unkontrolliert immer weiter aus und stößt ein immer größer werdendes Gebiet in eine niemals endende Depression, bis es schließlich den gesamten Planeten beeinflusst. Ein AK-Klasse-Wahnsinnsszenario, wie es im Buche steht, eines, das im Moment nicht abgewendet werden kann. Ich beantrage aufgrund dieser bestehenden Gefahr die Reklassifikation von SCP-024-DE zu Keter. Dr. Joch. Der Antrag zur Reklassifikation von SCP-024-DE wird momentan vom O4-Rat bearbeitet. Es ist vorgesehen, SCP-024-DE von Standort DE5 nach Standort DE3 zu verlegen.